Hallo aus Tibeti oder wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß es nicht genau, aber ich blende es auf jeden Fall hier ein. Hier verbringen wir die nächsten 3 Tage und sind hier in einem Hostel untergekommen. Selma und ich, also meine Freundin. Und hier ist es wirklich wunderschön. Also allein schon die Luft und die Aussicht ist es wirklich richtig, richtig schön. Im Hintergrund sieht man vielleicht schon den See. Der ist riesengroß und wir werden jetzt auch direkt schon mit Kajaks auf den See fahren. Mit noch anderen Leuten, die hier in dem Hostel sind und hoffentlich nicht untergehen. Kleine Kappe. Oui, ça carrément l'histoire, cool. Ça c'est vrai. Okay. So. Are you ready? No. Yeah, I'm ready. I think I'm ready. Oh my god. Oh my god. Thank you. Hey, good luck. Thanks. Okay. Und dann wurden wir komplett nass geregnet. Nach einiger Zeit hörte das Gewitter zum Glück auf und wir konnten die Tour fortsetzen, ohne sie abbrechen zu müssen. Allerdings mit komplett nassen Klamotten. Wir haben jetzt die Tour abgeschlossen und sind endlich angekommen, werden jetzt noch abgeholt und die letzten paar Meter zum Hostel gefahren. Und das war's dann auf jeden Fall für heute. Gleich gibt's erstmal eine warme Dusche und Essen und so weiter. Und trockene Klamotten. Da kommt schon das Auto, das uns holt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Wahrscheinlich eine Wanderung oder sowas. Aber das seht ihr dann morgen. Bis dann. Guten Morgen, es ist jetzt schon der nächste Tag. Wir haben auch jetzt schon gefrühstückt und gleich werden wir uns auf den Weg machen zu einem Canyon. Der ist so 8 Kilometer von dem Hostel hier entfernt. Da werden wir mit dem Fahrrad hinfahren. Und vorher wollte ich euch aber noch mal zeigen, wie das Hostel hier so aussieht. Weil das ist wirklich wieder mal ein richtig süßes Hostel und es gibt hier auch richtig, richtig leckeres Essen. Selbstgemachten Käse unter anderem, selbstgemachten Wein. Und das zeige ich euch jetzt erstmal, bevor es dann los zum Canyon geht. It's like just with chickpea and nothing else. Out of soup? No.
Ja, und hier in dem Hostel gibt es wieder einen Dorm, wo halt mehrere Betten in einem Raum sind. Und dann ein Einzelzimmer, was wir jetzt gerade haben. Das ist allerdings nicht so ganz abgetrennt, sage ich mal. Also da ist nur ein Vorhang davor. Ich stehe jetzt hier im Esszimmer und da ist dann unser Zimmer, da ist so ein Fenster. Und hier ist dann quasi unsere Tür sozusagen. Also es ist nicht ganz abgetrennt, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und außerdem herrscht hier sowieso eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Irgendwie man sitzt abends zusammen am Tisch, man sitzt morgens zusammen am Tisch. Und ja, von daher finde ich das nicht so schlimm. So, der Rucksack ist jetzt gepackt und die Fahrräder stehen bereit. Und jetzt geht's los. Wir haben uns gerade ein bisschen verirrt, aber wir haben jetzt, denken wir zumindest, den richtigen Weg gefunden. Es sieht gut aus und die Landschaft hier sieht auf jeden Fall schon mal wieder richtig, richtig schön aus. Also das ist wirklich steiler, als es wahrscheinlich auf der Kamera aussieht. Deswegen müssen wir jetzt hier die ganze Zeit hochschieben und es ist auch noch ein kleines Stück. Aber angeblich lohnt sich das und von da oben hat man eine richtig schöne Aussicht. Und dann geht es nur noch bergab in den nächsten Ort, wo dann der Canyon ist. Den werden wir uns dann natürlich anschauen und dann, wenn wir noch Energie und Lust haben, nochmal komplett um den großen See herumfahren. Das dauert so circa 3 Stunden, wurde mir gesagt, wenn man sehr entspannt fährt. Aber das stelle ich mir auf jeden Fall ganz schön vor, nochmal den See so zu sehen, und es hat auch gestern so Spaß gemacht mit den Kajaks, deswegen würde ich das echt gerne machen mit ihm umrunden. Jetzt aber erstmal den restlichen Berg hoch. Wir sind jetzt oben angekommen und hat sich die ganze Anstrengung für die Aussicht gelohnt? Definitiv. Wir haben hier oben jetzt ziemlich lange Pause gemacht und werden uns jetzt wieder auf die Fahrräder schwingen und dann zu dem Ort ganz da hinten fahren. Den sieht man wahrscheinlich auf der Kamera eher weniger, aber der dürfte irgendwo genau da sein. Also wir sind jetzt in dem Ort, in dem auch der Canyon ist. Der Ort heißt Beshtashtcheni. Wir haben uns jetzt aber dazu entschlossen, weiterzufahren mit den Fahrrädern und eine Runde um den See zu drehen, damit wir nicht denselben Weg wieder zurückfahren und auch nochmal den See von der anderen Seite kennenlernen. Und damit wir vor Beginn der Dunkelheit wieder zu Hause sind, streichen wir jetzt den Canyon und fahren weiter in die Richtung. Wir fahren jetzt gerade durch die Ortschaft und hier sind wirklich überall ganz, ganz viele verlassene Häuser. Also wirklich, ist schon fast wie so ein Geisterdorf. Wir haben ja jetzt zum Glück eben noch mal einen Shop gefunden, wo wir dann ein bisschen was zu trinken kaufen konnten. Aber überall die Häuser, die man jetzt im Hintergrund sieht, alle leer, verlassen, irgendwie runtergekommen. Ist echt irgendwie schade, weil die sind so schön, würde man die ein bisschen aufbereiten, und das ist auch, die sind an so einer schönen Lage. Naja. Hey, also hier an der Hausfassade seht ihr die griechische und georgische Flagge. Und die geben ein bisschen einen Hinweis auf die Geschichte dieser Region. Denn der Großteil der Bevölkerung waren griechische und armenische Siedler, die im Laufe der Sowjetunion aus dieser Region vertrieben wurden und ihre Grundstücke und Häuser hier zurückgelassen haben. Dementsprechend steht hier auch ziemlich viel leer, weil
ist einfach so schön hier. Das Grün, die ganzen Wiesen, der See, die Berge. Boah. Ich hoffe, man versteht mich, aber wir sind jetzt auf jeden Fall noch mal ein gutes Stückchen gefahren und hier sollte es eigentlich irgendwo so einen Shortcut, so eine Abkürzung geben, wo wir dann über den Fluss können, damit wir nicht mehr so lange nach Hause zu dem Hostel brauchen. Aber irgendwie sieht das alles nicht so gut aus und ich habe da ein bisschen Sorge wegen der Kamera und der Technik, da ins Wasser reinzufallen. Und deswegen nehmen wir jetzt den normalen Weg. Der dauert etwas länger, deswegen werde ich jetzt erstmal nichts mehr filmen und mich dann wieder melden, wenn wir im Hostel angekommen sind. So, das sind jetzt die letzten Meter. Wir sind gleich im Hostel angekommen und das war wirklich nochmal super anstrengend, den restlichen Weg, weil wir total viele Steine hier, weil wir total viel Gegenwind hatten. Deswegen sind wir jetzt echt froh, wenn wir gleich da sind. Und wir haben es jetzt geschafft. Puh. Wie fühlen Sie sich? Sehr erschöpft. Same. Und für uns gibt es jetzt erstmal Abendessen oder Entspannung, was auch immer. Guck mal da. Wir sind jetzt wieder am Hostel angekommen, wie ich das eben schon erwähnt hatte. Und ja, morgen werden wir dann wieder nach Tbilisi zurückfahren. Und das ist, glaube ich, nicht so spannend zu filmen. Deswegen beende ich hiermit das Video. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und falls es das getan hat, dann zeig es mir sehr gerne durch einen Daumen nach oben. Und auch gerne einen Kommentar. Ich freue mich immer wirklich über jeden Einzelnen und antworte da auch immer drauf. Auch auf Fragen und so weiter. Und wenn du mehr solchen Content sehen möchtest, abonniere meinen Kanal. Damit du nichts mehr verpasst, kannst du auch die Glocke neben dem Abonnieren-Zeichen aktivieren. Da wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, das soll es dann schon gewesen sein von uns, von mir. Und ansonsten bis bald.